Hallo, herzlich willkommen zu meinem Lama-themed Kanal, auf dem ich nur Videos über Lamas bringe. Ich wollte dem nächsten Traveling Trader, der vorbeikam, wieder seinen Lama klauen, beziehungsweise wieder seine Leine klauen, aber es hat nur bei einem Lama funktioniert und dann hat er sich selber ins Boot gesetzt und sein anderes Lama in mein Loch gezogen. Aber ich habe jetzt 2 Leinen und einen Traveling Trader, der mir nichts Gutes verkauft, der in dem Boot sitzt. Für ein paar Tage zumindest. Anyway, back to business. Ich habe den Turm noch ein bisschen überarbeitet. Ich habe vorne den Bogen ein bisschen überarbeitet, falls jemandem da ein Continuity Error auffällt. Ich habe da ein paar Blöcke ersetzt auf jeder Seite. Dann habe ich hier die Säulen quasi fetter gemacht, damit es ein bisschen weniger komisch aussieht, dass der fette Turm von so Mini-Säulchen gehalten wird. Und actually, weiß ich nicht, mir gefällt, glaube ich, sogar einfach in der mittleren Etage nichts zu haben. Und ansonsten habe ich angefangen zu überlegen, wie ich den Weg nach oben machen will und habe erstmal einfach eine runde Treppe reingemacht. Und damit kommen wir zum nächsten tollen Teil, den ich gemacht habe, Leute. Der Raum sieht noch ziemlich nasty aus, vor allem weil das Dschungelholz und das Holz von den Bücherregalen nicht gut zusammenpassen. Aber ich habe einen Enchantment Table, der tatsächlich auf Stufe 30 kommt. Und ich habe Bruno umplatziert, damit Bruno im warmen, sicheren Haus ist. Und ja, ich habe hier auch eine Treppe reingemacht, einfach weil es ein bisschen nervig war mit dem Scaffolding. Aber ich weiß nicht, ob sich die Wege hoch irgendwie noch verändern werden. Der Ausblick ist auf jeden Fall fancy. I like it. Und ja, ich habe ansonsten alle Etagen reingebaut. Die sind aber alle noch nicht dekoriert oder irgendwas. Anyway, nachdem ich stundenlang geschuftet habe, um den Enchantment Table zu bekommen und alle Bücherregale dafür, ist es Zeit, meine ersten enchanteten Tools zu bekommen, Leute. Let me go grab them. Okay, was würden wir auf die Spitzhacke bekommen? Efficiency. I mean, that's not bad, aber ich will keine Fortune. Was wäre auf der Axt? Auch Efficiency? You know, ich glaube, ich mache die Axt zuerst und hoffe, dass ich dann Fortune auf die Spitzhacke bekomme. Auf der Axt ist nichts anderes so wichtig wie Efficiency. Okay, ist auch nur Efficiency draufgekommen. Dang, jetzt fehlt mir actually ein bisschen EP, um die Spitzhacke zu machen. No, aber was würde ich bekommen? Silk Touch. Also very good. Okay. Dann muss ich, schätze ich, erstmal ein halbes Level wieder dazu bekommen, aber dann kann ich eine Silk-Touch-Spitzhacke bekommen. Ist das nicht aufregend, Bruno? Ja. Jetzt, wo ich den Enchantment Table und alle Bücherregale dafür fertig habe, kann ich hier unten meine Kuhsklaverei-Höhle öffnen und hallo, ihr seid alle frei, meine Freunde. Ihr müsst hier nicht mehr im Dunkeln eingesperrt eklig leben. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich bleiben, aber wer möchte, kann jetzt frei über die Berge wandern gehen. Enjoy the rest of your life, my friends. Da lässt man ein Loch drin und die Kühe stellen sich sofort in dieses eine spezifische Loch und schaffen es dann nicht rauszugehen. Komm da raus, ich mach's dir zu, okay? Muss ich euch noch den Ausgang hier breiter machen? Ne, theoretisch können die hier durch, aber ich kann das hier theoretisch trotzdem entfernen. So. Genießt eure neu gewonnene Freiheit, Freunde. Ich habe ansonsten die ersten 16 tatsächlich gewachsenen Kupferblöcke bekommen. Und könnte jetzt anfangen, Stuff im Dach zu replacen. Aber es wird dunkel, also Sleepy-Time-Unterbrechung. Let me sleep, 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 let me sleep. Ich weiß nicht, welchen Teil des Dachs ich als erstes replacen wollen würde. Man sieht halt theoretisch den oberen Teil vielleicht auffälliger, aber ich glaube, ich mache den unteren zuerst. Einfach nur aus dem Grund, weil Half-Slabs günstiger sind. Also mache ich mir einfach mal... bin erstmal sehr billig und mache nur ganz wenige. Wir machen noch ein paar mehr. Okay, also ein bisschen Mossy Stone will ich sowieso einfach noch reingemixt behalten. Weil, wie gesagt, ich brauche oben die Walls, die im Dach sind. Und wenn die das einzige sind, was aus Mossy Stone wäre, würde es ein bisschen komisch aussehen. Also
Bleibt einfach grundsätzlich noch ein bisschen dazwischen, aber der Großteil des Dachs soll halt tatsächlich jetzt geupgradet werden. Langsam. Alright, how's it looking? Yeah. It's looking good. Das Kupfer wird auf jeden Fall fancier als der momentane Stein. Oh, meine Kühe kommen raus. Langsam wird der Berg überflutet. Ich hoffe, dass die sich hier tatsächlich über die Weidefläche einfach verteilen und nicht tatsächlich auf dem gesamten Berg hier einfach alle bleiben. Mal gucken, aber theoretisch sollten die ein ganzes Stück einfach wandern mit der Zeit. Okay. Ich habe genug Level, um nochmal zu versuchen, meine Spitzhacke zu enchanten. Und einen Pfeil an einer sehr unangenehmen Stelle. Hoffentlich kriege ich trotzdem Efficiency oder wenigstens Unbreaking. Nope, nur Silk Touch. Well, besser als nix, I suppose. Was würde ich jetzt auf ein Buch bekommen? Loyalty? That sucks. I don't need that. Well, bisschen enttäuschende Enchantments, aber... Oh well. No! Ich bin meinen ersten Tod gestorben, you guys. Mich hat ein Creeper surprised. Ich hatte sogar mein Schild equipped, aber... der hat mich von hinten angegriffen, während ich gegen eine Spinne gekämpft habe. Oh no! Vor allem hatte ich wieder 30 Level. Oh no! Run, Tingle, run! Stupid Creeper and their stupid nonsense. Hallo? Don't mind me, you guys. Oh boy. Da sind so viele Skelette. Yeesh. Yeesh. Oh shit, eine Hexe? Fuck this, I'm out. Bye. Goddammit. Da lässt man die Kühe in Freiheit und dann töten sie sich an Bärenbüschen. You idiots! Ich habe in der Höhle, wo ich vorhin gestorben war, gerade an der Lava mehrere Steinblocks gefunden. Und es ist nicht in einem Sumpf oder so, also... Ich schätze, das bedeutet, wir haben einfach... Ich glaube, das hier ist ziemlich genau einfach unter dem Turm. Wir haben, schätze ich, einfach unterm Turm einen Slime-Chunk. Das wird wahrscheinlich nützlich. I guess ich könnte hier mit den Chunk größer buddeln und mir hier eine Slime-Farm aufbauen. Falls ich das wollte. Oder ich komme einfach regelmäßig zurück und schaue, ob sich die Idioten einfach von selbst hier an diesem Lavastrahl getötet haben. That seems to work well as well. It happened again, you guys. It happened again. Er ist von hinten vom Berg auf mich gehüpft. Stupid Creepers. I hate them. Direkt neben meinem Turm hat er mich getötet, der dreiste Bastard. Immerhin kriege ich all mein Stuff zurück. Außer mein Level. Was überhaupt der Grund war, warum ich hier war. Wo ist meine Diamantspitzhacke? Wenn meine Diaspitzhacke irgendwie gesprengt wurde, holy shit. Don't tell me. Sag mir nicht, dass meine Silk-Touch-Spitzhacke weg ist. Aber es ist doch nur ein Creeper explodiert. Where is it? Where my Spitzhacke at? What happened? Ich hatte meine Silk-Touch-Spitzhacke dabei. Oh, Jesus Christ. Okay, genug Abenteuer für eine Folge. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Alright, ich hatte gesagt, dass ich den Berg umterraformen möchte. Und habe kind of ein Konzept dafür. Ich möchte gern versuchen, in den Berg einfach... Also zum einen will ich ihn größer machen und ich möchte versuchen, irgendwie ein Gradient in den Berg einzubauen, dass er nach oben heller wird und unten dunkler ist. Damit das maybe ein bisschen dramatischer und cooler aussieht im Hintergrund von dem Turm.
würde das Konzept erstmal umsetzen an nur diesem kleinen Teil hier, um zu gucken, ob das dann fancy ist und ob ich es tatsächlich mag. Und vor allem der Teil hier hat einfach von sich aus hier so einen Mini-Durchgang schon drin. Was ich actually ziemlich cool finde. Also ich glaube, ich werde den zwar ein bisschen umformen, aber also den gesamten Teil hier ein bisschen die Form ändern. Ich glaube, dicker wird es auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, ich lasse hier einen Bogen drin. Also den werde ich da rein hacken und dann... Ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich... Ich stelle mir halt vor, dass es ziemlich cool aussehen kann auf größerer Skala und wenn der Übergang ein bisschen smoother ist, dass in den Cobblestone noch mehr Tuff eingebaut ist und so. Also, yeah, I guess ich werde erstmal versuchen, das hier dran irgendwie zu machen und hoffe, dass es tatsächlich so fancy wird, wie ich es mir vorstelle. Oh, und meine Kühe haben tatsächlich sich übrigens mittlerweile überall verteilt. Da hinten sind einige. Die hängen nicht mehr alle bei meinem Turm rum. Mein Plan hat funktioniert. Amazing. Alright, Zeit den Berg umzubauen, I guess. Tada! Das war im Survival sehr viel ekliger und umständlicher zu bauen, als ich es mir vorgestellt habe. But I did it. Und ich finde, es sieht nice aus. I like it. Ich glaube, dass ich probably über die nächsten Tage noch ab und zu irgendwas hier leicht dran
umformen werde. Zum Beispiel da unten sieht es mir noch zu blockig aus. Ich baue gern runde Formen in meinem Blöckchenspiel. Aber, I mean, es sieht nicer aus als einfach ein kompletter Steinberg. I like it. Dann werde ich, schätze ich, demnächst den gesamten Berg größer und hübscher und mit diesem Farbübergang machen. Aber wir haben erstmal unseren nicen Tunnel hier unten fertig. Muss mal schauen, was ich hiermit genau mache. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich hier das weniger steil mache, dass hier der Weg halt hoch zum Turm geht und man durch diesen Tunnel dahin kommt. Und wahrscheinlich werde ich dann hier hinten die Höhle und die Lava da wegmachen, dass der Weg einfach hier lang sich hochschlängelt und man hier durchgeht. Und dann zum Turm. But we'll see. Wird probably noch minimal gefeintuned, but yes. Overall done. And looking nice. Weil mich das recht lang gedauert hat, habe ich zwischendrin nochmal Level 30 erreicht und was enchanted und tada! Habe mittlerweile tatsächlich endlich meine Fortune-Spitzhacke, die dann sogar tatsächlich Efficiency und Unbreaking noch drauf bekommen hat. Also ich habe jetzt endlich eine coole Spitzhacke. Also demnächst habe ich alles Kupfer der Welt und das Dach wird perfekt und yes, it's gonna be very nice. Aber mit diesem nicen Steintunnel dann und meiner coolen Spitzhacke jetzt acquired, würde ich sagen, war es auch wieder genug für eine Folge. Jesus Christ. Ich dachte, meine Kühe hätten sich über die Berge verteilt. Leute, warum findet ihr dieses Loch so unfassbar anziehend? Okay, wir machen noch eine Sache am Ende dieser Folge. Man muss ja nur ein Lama an den Pfahl binden und dann bleiben die alle zusammen. Wait, ich muss mir noch einen Zaun holen. Es ist Zeit, dieses Loch zu öffnen, weil die sich sonst an Entity Crabbing einfach töten. Ihr Idiots. Okay, kommt her, Lamas. Yes, dann binden sich alle Lamas zusammen. Amazing. Blub. So, die sollten jetzt alle gemeinsam da weiter chillen. Jesus, wie viele Kühe waren da drin? Und ein Hühnchen? Ihr Idiots. Well, enjoy freedom, I guess. Jesus Christ. Und das Boot wurde auch von noch einer Kuh besetzt. Goddammit, you guys. Okay, jetzt, wo dieses Loch aufgelöst wurde, ist es Zeit, diese Folge zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Lauf mir nicht während meiner Verabschiedung in den Weg, du Kuh. Also, Sauerei. Keine Manieren hier unter den Tieren. Bis dann. Tschüss.